Hey Leute, schön, dass ihr hier seid, um meinen Film zu gucken. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt wie ich. Ich habe mich wirklich nochmal in meine 14 Jahre Karriere reinversetzt gefühlt. Ich habe auch die ganze Nachwuchszeit nochmal wirklich durchlebt. Ja, und es hat mir einfach sehr viel Freude bereitet, diesen Film zu erarbeiten und aufzunehmen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr genauso schöne Momente haben werdet wie ich. Ich wünsche euch viel Spaß und wünsche euch alles Gute. Ja, Zeitfahren fasziniert mich einfach. Es ist die Geschwindigkeit, es sind die Geräusche, es ist die Aerodynamik, das Feilen an der Position, die Technik. Wenn Zeitfahren gewinnt, das ist ein wirklicher Champion, da spielt absolut kein Glück eine Rolle. Also als ich 6 Jahre alt war, bin ich das erste Mal in einen Fußballclub eingetreten, in unserem Dorfverein. Für mich der Wunsch immer mehr entwickelt, auch Profi zu werden. Man kann, glaube ich, sehr früh absehen, ob ein Kind den unbedingten Wille hat, Profi zu werden, ob im Fußball oder anderen Sportarten oder nicht. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele Fußball-Nachwuchsspieler, die den Wunsch äußern, aber die nicht zu 100% daran glauben und auch nicht alles dran setzen. Aber ich glaube, bei den wenigen, die das wirklich tun, da sieht man das sofort. Und ich denke, ich war eines dieser Kinder, die alles dran gesetzt haben, Fußballprofi zu werden, mit vielen Extrastunden nach dem offiziellen Training. Und leider hat es nicht ganz geklappt am Ende, aber da, wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich eine andere. Und so bin ich dann auf einen etwas kleinen Umweg zum Radsport gekommen. Ja, und ich weiß auch ganz genau, wie ich meinen Vater gefragt habe, ob er denn daran glaubt, dass ich wirklich mal Radsportprofi werden kann. Und ich weiß bis heute nicht, ob er mit Ja geantwortet hat, weil er mein Vater ist, weil er das einfach als väterliche Pflicht angesehen hat oder aber wirklich dran geglaubt hat. Wahrscheinlich beides. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass das für mich die entscheidende Situation war, wo ich gesagt habe, okay, let's go for it, jetzt 100% Radsport. Toni stellte diese Frage, ich bejahte sie. Ich habe ihn von Anfang an für ein Riesentalent gehalten auf dem Rad, ohne es genau zu wissen, aber ich war mir absolut sicher. Das war also ein Familienthema und durch einen absoluten Zufall hat seine Mutter in der Zeitung gelesen, dass ein Nachwuchsrennen stattfindet. Eine kleine 3-Etappenfahrt in Frankfurt auf einem Parkplatz eines sehr großen Einkaufszentrums. Und ich hatte ja Gott sei Dank auch ein Rennrad und das hat er dann genommen und meine Klamotten auch. Und da ist er Mamas Fahrrad und Klamotten da zum Sichtungsrennen angetreten und hat gleich vordere Plätze belegt. Mein Vater war mein Trainer, er ist immer mit mir zusammengefahren und wir sind zu Beginn immer eine spezielle Runde gefahren, die war 30 Kilometer lang. Wir nannten sie die Idiotenrunde, weil wir im Prinzip immer die gleiche Runde gefahren sind. Ja, die kann man eben fahren bis zum Umfallen. Ich weiß gar nicht, ab wann sie Idiotenrunde hieß, aber es war einfach idiotisch in zigmal, 4, 5, 6 Mal gefahren, in einer Trainingseinheit. Das Ziel der Idiotenrunde hieß Tour de France. Das war das Ziel. Das war das absolute, erklärte Ziel. Deswegen haben wir uns beide mehr oder weniger jeden Tag krumm gemacht. Von dem Tag an war mein Vater mein Trainer und wir sind zusammen auf dem Fahrrad die ersten vielen Trainingskilometer gefahren. Im Radsport, zum Beispiel bei dieser ersten Hessenmeisterschaft, da ging für mich irgendwo ein Traum in Erfüllung. Ja, er hat umgesetzt, was wir vorher besprochen haben. Ich habe um seine Stärken gewusst. Er war hoch trainiert, er war hoch motiviert
und er muss es bloß noch ausspielen. Und ab wann er das ausspielt, das Signal kriegt er von mir. In dem Fall jedenfalls war es noch so. Und jetzt gibt's den Angriff, ich will dich alleine sehen! Und dann hat Toni eigentlich nur das gemacht, was er am besten konnte, und zwar seine Stärke ausspielen. Ja, körperlich wie mental. Ja, und dass ich natürlich dann, ich bin nicht immer so, wie man mich in den Filmen sieht, so bin ich nicht, aber so kann ich eben sein. So anfeuern konnte ich ihm zu seinen Fußballzeiten schon. Ja, wenn er am Ball war und, also da konnte ich auch schon über mich hinauswachsen. Na, mein kleiner Essenmeister? Ja, das brauchen wir. Film, Funk und Fernsehen. Nachher gibt's noch eine Autogrammstunde, du. Bei der Zeitbahn um 3 Stunden Zeit gefahren ist. Ich habe Toni kennengelernt. Ich war bei Team Telekom gewesen, damals 2006 und 2007. Und Toni war Stagiair oder mehr oder weniger zum Testen da gewesen und hat, ich glaube, Regio-Tour ist der gefahren irgendwie. Ja, Regio-Tour. Und da sagen wir so, er kam, sah und siegte. Also er ist gekommen und hat erstmal gleich das Werkzeichen gewonnen. Ich war schon sehr früh erfolgreich im Zeitfahren, aber es gab in der Anfangszeit immer eine Person, die zwischen mir und den Siegen gestanden hat, und das war ein Fabian Cancellara. Ja, Toni. Er war immer vor mir, wenn er am Start war, zumindest in den ersten Jahren, und das nicht nur mit wenigen Sekunden, sondern bei den langen Zeitfahren meistens auch mit 1, 2, teilweise 3 Minuten. Es ist die Realität. Es gab Jahre, wo einfach ich an den Start ging und dann nicht mit 1 Sekunde gewonnen habe, sondern mit 10, 15, mit 1 Minute, mit 2 Minuten, was auch immer. Und er war so die Mauer, die ich nie durchbrechen konnte. Er war immer die Person, die es geil zu schlagen, aber er war in den ersten Jahren auf jeden Fall unschlagbar für mich. Ich hatte immer Spaß am Zeitfahren. Ich war immer geil auf den Speed. Ich wollte immer alles geben. Und für mich war am Ende entscheidend, nicht ob ich Fabian geschlagen habe. Natürlich war das für mich immer das große Ziel, aber für mich das wirklich Entscheidende war, ob ich alles gegeben habe. Und ich wollte immer im Spiegel anschließend schauen können und mir selber bestätigen können, dass ich wirklich zu 100% alles gegeben habe. Und wenn am Ende der 2. Platz rausgekommen ist hinter Fabian, war das für mich keine Schande, sondern ich habe das akzeptiert und als Motivation angesehen, das nächste Mal nochmal mehr aus mir rauszuholen. Ich wusste, wenn es geradeaus geht, lange, dann ist Toni so ein Typ, der kann diesen Rhythmus behalten. Der kann das und ging, und auch, ich weiß noch, diese Übersetzungen, das war immer, Toni hat immer größere Übersetzungen, und Toni hat auch sehr viel daran gearbeitet in meinen Augen. Irgendwann habe ich es geschafft, irgendwann habe ich Fabian in 2011 geschlagen, und ab da waren für mich so die Fesseln irgendwie entrissen und ich konnte frei auffahren und konnte am Ende des Jahres ihn auch bei den Weltmeisterschaften schlagen. Bin das erste Mal in meiner Karriere Weltmeister geworden. Ich denke, es war sicher speziell. Also ich war sicher als erstes war ich enttäuscht über das Nicht-Gewonnene, über das Verlorene. Wie gesagt, wenn du immer gewinnst, willst du auch weiterhin gewinnen. Und dann ist es halt jetzt so, dass dann halt ein anderer gewonnen hat, am Schluss auch verdient gewonnen hat. Aber sind wir ganz ehrlich, am Anfang, ich glaube, am Anfang bist du nicht glücklich. Ich habe das ganze Rennen gelitten, wie das beim Zeitfahren so ist. Aber wo ich dann wusste, ich war mit 1 Minute vorne, ich war uneinholbar, weiß ich noch wie heute, wie auf einmal alle Schmerzen wie ausgeschaltet waren. Ich hatte nur noch Glückshormone, Glücksgefühle in mir. Und ich bin die letzten Kilometer einfach nur noch schmerzfrei gefahren. Und es war für mich eine absolute Triumphfahrt. Er hat verdient gewonnen, Punkt, Ende.
keine Diskussion. Da muss man nicht um den heißen Brei reden. Er hat verdient gewonnen, er hat investiert, er hat alles gegeben, ist alles aufgegangen, hatte seinen Tag, wo für ihn bestimmt war, dass es so ist. Und da muss man nicht darum reden, ich war zu wenig gut, Punkt. Ich hatte der Toni dann gewonnen und Cancellara dann einfuhr und es dann klar war, dass Toni die Bestzeit hatte, da ging ein Jubel los und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Wenn ich jetzt auch gefragt werde, was war mein größter Erfolg in meiner Karriere? Mehrmals sicherlich kann man dann Tour de France, Etappensiege oder auch das Tragen des gelben Trikots nennen, aber für mich wird immer an oberster Spitze der Weltmeistertitel von 2011 stehen, weil das war das ganz, ganz große Highlight in meiner Karriere. Das war der Durchbruch. Dort ist alles zusammengekommen, die ganze Arbeit, die ganzen Schmerzen, der ganze Verzicht auch, privat, familiär und das war der Lohn, der absolute Lohn. Und wäre meine Karriere nach 2011 zu Ende gewesen, dann hätte ich trotzdem gesagt, ja, es hat sich alles gelohnt, ich würde alles nochmal so machen. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Es ist ein unwahrscheinlich gutes Gefühl, wenn das eigene Kind Erfolg hat. Das ist als Vater, sicherlich auch als Mutter, ein wahnsinnig schönes Gefühl. Viel schönere Gefühle gibt es eigentlich, glaube ich, gar nicht. Toni hat einen Übername, dieser Panzerwagen. Es war ein zäher Junge, der mir und dem ganzen Feld das Leben schwer gemacht hat. Of course, I mean, when you're battling it out for a win, it started about at 2013 or 14 that I was really also becoming a good time trialist. Not as good as Tony, so I got second all the time behind him. But yeah, of course, we did quite some races together, quite the same races. And well, we didn't really speak in the bunch because he was a bit older. He was this top guy, I mean, yeah, like the best time trialist in the world. And I was just this young guy who was just peeking behind the door like, what is this crazy world? So we didn't really have much contact. But I was slowly and gradually becoming closer and closer to him. Der zweite ist auf jeden Fall immer härter als der erste. Ja, es ist auf jeden Fall so, wenn man Weltmeister wird, wie ich 2011, dann hat man ja die Ehre, dann in der folgenden Saison, also 2012, das komplette Jahr das Weltmeisterschaftstrikot während der Zeitfahren zu tragen. In dem Fall eben ein ganzer Anzug. Aber es bringt natürlich auch einen unheimlichen Druck mit. Und man weiß einfach, okay, wenn du auf der Startrampe stehst in diesem Weltmeisterschaftstrikot, dann erwartet die ganze Radsportwelt von dir, dass du im Prinzip heute um den Sieg performst. Das ist einfach so. Und ich habe es geschafft, diesen Druck, der mit dem Trikot gekommen ist, in irgendwas Positives umzumünzen. Also ich war wirklich, um es mal so klar zu sagen, ich war wirklich geil drauf, in dem Weltmeisterschaftstrikot auch zu gewinnen und der Welt zu zeigen. Das war jetzt keine Einmalnummer, sondern ich bin gekommen, um zu bleiben. Die Weltmeisterschaft war damals in Holland, in Valkenburg und oben am Kauberg, berüchtigter Berg von Amstel Gold Race, war Finish und ich fahre auf die letzten 2 Kilometer ein, 1,5 Kilometer ein und höre, dass ich ab dem Fuß des Kaubergs 4 Sekunden Vorsprung habe, also minimal. Also ich wusste, dass dieser eklige Kauberg, dass der matchentscheidend werden würde. An diesem Berg bin ich, glaube ich, um mein Leben gefahren. Bin sicherlich bei wenigen Rennen so ans Limit gegangen wie in diesen, ich sag mal, 2 Minuten an dem Berg. Oben habe ich dann den Vorsprung sogar noch mal ausbauen können. Das hat sich eher im Rennen wie ein Krampf angefühlt und war eher schwer und hat sich nicht so leichtfüßig angefühlt wie im Jahr davor. Aber ich glaube, es war auch wichtig, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich trotz vielleicht auch des schlechten Tages trotzdem nicht irgendwie durchgebissen habe zum Titel und das hat mir auf jeden Fall da auch nochmal sehr, sehr viel Selbstvertrauen dann auch für das Folgejahr.
Ja, hier die letzten Sekunden vom Start. Ich kann mich wieder reinversetzen in die Situation, wie nervös ich damals war. Auch nach den vielen Erfolgen war ich immer noch nervös, bei der Weltmeisterschaft am Start zu stehen. Ich war aber auch extrem motiviert. Tony Martin is now gonna try and win a hat-trick of World Championship titles. Ja, 2013 war auch eine Weltmeisterschaft, wo ich sagen muss, da lief alles wie am Schnürchen. Die Strecke war wie für mich gemacht. But look at Tony Martin, a man on a mission, wearing number 1, looking for a hat-trick of victories and looking as fast as a Lamborghini right now. 51.456 kilometers an hour. Man sieht es dann auch in den Zwischenzeiten, wo ich auch schon sehr, sehr früh gegen meinen größten Konkurrenten, Fabian Cancellara und Bradley Wiggins, schöne Vorsprünge rausarbeiten konnten. Tony Martin heading towards the intermediate time split. He is going to blitz the time of Cancellara by 13 seconds. Tony Martin was second fastest at 7 kilometers. He was fastest by 13 seconds at the second point. Now we wait for him to arrive. Wusste ich auch spätestens nach der zweiten Zwischenzeit, dass das sehr wahrscheinlich für den ersten Platz reichen würde. Ja, und hier der Zieleinlauf, die ganze Emotion, man sieht, es gewippelt, das ist aus Freude. Tony Martin is the world champion. He wins in a time of 1 hour, 5 minutes, 36.65, 46 seconds faster than Wiggins. Tony Martin wins a hat-trick of world championship titles, and that is a supreme performance from the German. Ich hatte mir tatsächlich auch im Vorhinein schon überlegt, mit welcher Siegespose ich über die Ziellinie fahren werde. Und die 3 ist dann rausgekommen. Und ich hatte wirklich noch die Konzentration, das dann auch durchzuführen. Und ja, war einfach überwältigend. Ja, Radsport ist Schmerz und Zeitfahren im Speziellen vom ersten Meter an. Mein Ziel beim Zeitfahren war es, immer deutlich über 400 Watt zu treten, meistens eher Richtung 450 Watt. Ich denke, wenn ein normaler Mensch untrainiert 450 Watt treten muss, wenn das dann überhaupt schafft, sind das dann eher so 30 Sekunden, 60 Sekunden, wo er das schafft, und dann ist wahrscheinlich Game Over. Bei mir war es so, dass ich 15 Minuten, 20 Minuten das Tempo sehr gut fahren konnte, auch vom Mindset her, aber dann sind natürlich auch bei mir die Beine zugegangen und der Schmerz ist einfach gekommen, und ab da war es eigentlich nur noch Willenskraft, diese gut 400 Watt bis zum Ziel irgendwie durchzutreten. Tony is like, he has these big legs, these big powerful legs, and he looks very powerful as well, especially on the time trial bike. But he has these very narrow shoulders, and I was always surprised, like, how can you get so narrow in front, like with your shoulders? And I always suspected him that he had an operation, and when he was younger, that he got like a few centimeters out of every collarbone, and he would shrink his shoulder width to that of the best time trialist in the world. So I mean, he was just crazy. He had this natural aerodynamics combined with a huge amount of power that he combined, and yeah, that he could use on time trials, but also working for leaders in the front, in the wind. Allein gegen den Wind, gegen den Schmerz, gegen mich, das war mein Antrieb. So wie für mich gefühlt die Jahre 2011 bis 2013 Selbstläufer waren, wo ich teilweise nur lenken musste, wo ich einfach wirklich mit dieser mentalen Überzeugung am Start gestanden habe, heute gewinne ich, heute werde ich gewinnen, und dann habe ich zum Großteil auch gewonnen. So war der Weg auch in die gegensätzliche Richtung, als es dann 2014 losging, dass ich eben nicht mehr Weltmeister geworden bin, dass ich eben gemerkt habe, dass junge Fahrer wie Tom Dumoulin, wie Rowan Dennis, dass sie hochkommen, dass die natürlich auch nochmal vielleicht eine andere Frische mitbringen, auch nochmal einen anderen Hunger mitbringen auf Erfolg, dass die immer öfter auch an mir vorbeigefahren sind. Und wenn natürlich einmal statt
den Sieg davon trägst, nur Zweiter, nur Dritter bist, dann kommen natürlich die Selbstzweifel. Und dann ist es natürlich auch der Weg nicht mehr weit vom 2., vielleicht zum 5. Platz oder zum 7. Und irgendwann bist du vielleicht nicht Mittelmaß, das wäre zu viel gesagt, aber irgendwann bist du eben noch der Top-10-Fahrer und nicht mehr der Weltmeisterkandidat. Und ich habe da sehr, sehr schnell auch in Rio einfach resigniert, weil ich gemerkt habe, es läuft nicht, es geht nicht. Ich fahre da nicht in die Top 5, Top 3, wie auch immer rein. Und ja. Und dann muss ich sagen, dass diese herbe Niederlage, und ich glaube, es war gut, dass die Niederlage so krass ausgefallen ist, das war für mich wie so ein Reset-Kampf, also wie so eine Art Wiedergeburt. He has struggled a little bit in time trials this year, but we've mentioned before, part of the reason why, because he's been looking after his team leaders during stage races. But even so, he did struggle a little bit at the Olympic Games. Tony Martin is now underway. This is the rider that everyone has said is the race favourite. Everyone is expecting Tony Martin to come up with the goods and produce another world title. Ich hatte sicherlich das Ziel, irgendwo Top 5 zu fahren. Aber an Sieg, an den Titel habe ich nicht wirklich geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen. This man is extremely fast. He looks ready. He looks very lean. Ich war vollgepackt mit Eis. Ich hatte Eisbeutel auf dem ganzen Rücken. Ich sah aus wie so ein kleines Kamel vom Seitenprofil. Also, ich will einfach nur sagen, obwohl ich nicht an den Titel geglaubt habe, habe ich alles dafür getan, um den Titel zu erreichen. Und dann bin ich auf die Strecke gegangen und habe sofort vom ersten Meter gemerkt, hey, es läuft richtig gut. Ich habe Speed drauf gehabt. Ich habe die vielen Kreisverkehre, die es auf der Strecke gab, perfekt genommen. Ich hatte den Speed immer perfekt mitnehmen können. Und es gibt einfach so Rennen, da gehst du rein und merkst vom ersten Meter, es läuft einfach. Und das war definitiv so ein Tag. Ja, es war eine extrem mental schwierige Weltmeisterschaft. Es hat sehr, sehr wenig Zuschauer gehabt. Lange Geraden, Wüste, keine Abwechslung. Das heißt, also man hatte wirklich nur die Stimme vom sportlichen Leiter am Ohr und ansonsten hat man wirklich sich auf die Schmerzen konzentrieren müssen in den Beinen, auf die Hitze konzentrieren müssen. Und man musste damit irgendwie klarkommen. Tony Martin's looking good. He is. The Panzerwagen. He's going full gas at the moment. Tony Martin using that power that he's got to good effect. 51 kilometers an hour on there as it just starts to dip down. Can't let any concentration go now, can he? Nearly a minute on Mullen. That is a very, very good ride by Tony Martin. Yeah. He's not letting the time of Mullen bother him. Look at that, he's just got faster. The pedalling stroke on Tony Martin is just exceptional to watch. He just churns the gear. Tony Martin now arrives. Look at the time of Tony Martin. 44 minutes 37 goes by. Now going to obliterate the time of Castroviejo. Hits the line in 44:42.99. That's got to be the winning ride. Keine Siegerpose. Ich wusste zum damaligen Zeitpunkt ja noch nicht, wie es ausgehen würde. Ich war ja nicht der letzte Starter, sondern es kam noch Starter hinter mir. Suddenly we've gone from Ryan Mullen leading to Tony Martin in gold medal position. Ja, und dann natürlich der Jubel mit meinem ganzen What a Team. win by Tony Martin. The man's back. He's got it back. That's 4 world titles now. Zeitweilig ist ja so, dass man alleine unterwegs ist auf der Straße, dass man jetzt kein unmittelbares Team hat, das einem zum Beispiel Windschatten gibt oder Flaschen bringt. Aber dennoch steht natürlich auch beim Zeitfahren ein komplettes Team hinter einem. Anders als bei den Einzelzeitfahr-Weltmeisterschaften 3 Tage vorher sind wir als unbedingter Favorit in das Rennen reingegangen. Gerade mit so Maschinen wie Marcel Kittel, Yves Lampaert, Vicky Terpstra am Start. Mir natürlich auch als
neuen Weltmeister. Also wir wollten unbedingt gewinnen, wir mussten gewinnen. Wir waren perfekt vorbereitet. Wir haben x Stunden vorneweg in Europa auf Flugplätzen Techniktraining, Konditionstraining gemacht. Ethics Quickstep, the penultimate team about to take to the start, twice the world champions of the team time trial, with an incredible squad here. Bob Jungels, a white jersey in the Giro d'Italia, Marcel Kittel, 9 stage wins in the Tour de France. Das war so ziemlich die krasseste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe, weil ich liebe natürlich Zeitfahren, das hat mir immer auch Spaß gemacht, aber dann mit Tony Martin und auch mit unter anderem noch Niki Terpstra, also zwei echt starken Jungs, mit Toni natürlich als absolute Leader, in einer Mannschaft zu fahren, das war schon mal echt eine krasse Grenzerfahrung. Boah, da kommen echt Emotionen wieder hoch. Macht mir mega Freude und ist, glaube ich, auch, man sieht einfach den Speed, man sieht die Technik, die dahinter steckt, man sieht einfach, ja, dass da Meister am Werk sind. Wenn man überlegt, dass man da am Auflieger ist, man hat keine Möglichkeit zu bremsen. Man nimmt den Kopf runter, um möglichst aerodynamisch zu sein. Das heißt, man hat auch relativ wenig Sicht nach vorne. Und trotzdem schafft man es, da auf wenige Zentimeter am Vordermann dran zu sein, bei ungefähr 60 km/h pro Stunde. Und Toni hat halt einfach, wo wir zu 6 jeder 30 Sekunden Führung maximal hatte, hat Toni einfach eine Minute gemacht. Ohne dass wir langsamer geworden sind. Er musste sich sogar, glaube ich, noch teilweise zurückhalten, dass er nicht noch härter fährt. Und du fühlst dich wirklich da, wenn du dann da so am Hinterrad fährst, ich saß, glaube ich, auch bei Toni am Hinterrad, du fühlst dich wie in einem ICE. Und die Luft, die zieht an dir vorbei, die Stadt, wo du dann da durchballerst mit dem Team, fliegt an dir vorbei. Das ist echt ultra krass und du bist so gefokust, dass du ja kein Tempo verlierst, weil Toni dann so Druck aufgebaut hat, weil du auch Toni nicht enttäuschen willst. Ja, der will ja unbedingt Weltmeister werden, wir alle natürlich, aber ja als Zeitfahrspezialist, der kann da vor allem sich jetzt nicht irgendwie blamieren sozusagen. So, und jetzt kommt hier der letzte Kilometer. Den habe ich tatsächlich auch ohne diese Bilder noch immer in Erinnerung, und zwar diese unglaubliche Leistung von Marcel, der hier die letzten 100 Meter alleine von vorne reinfährt. Er ist überhaupt das ganze Rennen extrem stark gefahren. Marcel ist immer noch vorne. Das, was sonst immer seine Leadout-Jungs für ihn machen, das macht er jetzt gerade für uns. Und wir kommen alle mehr oder weniger auf einer Linie ins Ziel. Geil. Man muss wissen, dass beim Mannschaftszeitfahren vom 4. Mann die Zeit gemessen wird. Also nicht der Erste, der durchs Ziel fährt, ist entscheidend, sondern der 4. Mann. Und deswegen habe ich hier als letzter Mann nochmal versucht, zu Marcel da vorne aufzuschließen auf den letzten 100 Metern, sodass wir nach Möglichkeit mehr oder weniger in einer Zeit reinkommen. Und dann ist mit meinem Vorderrad ist quasi die Zeit gemessen worden. Das war das Geniale beim Mannschaftszeitfahren. Du hast einfach deine Kollegen, mit denen du dich freuen kannst. Du hast so lange darauf hingearbeitet, du hast so viel investiert und ja, auf einmal fällt da dieser Riesenstein vom Herzen und du weißt, dass du es geschafft hast, dass du es zusammen geschafft hast, dass jeder Einzelne seinen Beitrag geleistet hat, vom ersten bis zum 6. Fahrer, und diese Freude dann nochmal mit dem Team so teilen zu können, ja, ist vielleicht vom emotionalen Gedanken vielleicht sogar nochmal ein bisschen schöner als beim Einzelzeitfahren, wo du dich klar mit den Betreuern freuen kannst, aber wenn du dann nochmal deine Fahrerkollegen hast, ist das dann nochmal ein anderes Feiern, und das ja, war echt genial. He had this big responsibility of being a big engine also in the road stages that we did as a helper for leaders like Primož Roglič and Jonas Vingegaard and those guys, and he felt that responsibility, so he was always riding in the front in the winds to keep them out of trouble. And he could also get slightly aggressive in those finals with other competitors, you know? So he would like bump into guys and get into fights and everything. And I know Tony is this super relaxed, super friendly dude, but in the final he could get a little crazy when protecting his leaders, you know?
And I remember there was a time he got into the bus, so he just had a huge fight with somebody in the final, and he knocked them over, and then, just to protect their leaders. And he came into the bus, and he was like calling with his wife and his kids, just like, "Hallo, mein Schatz." He completely. There was this opposite between the guy riding on a bike and going crazy in the final, and just this super friendly dude who loves his wife and his kids, you know. Ja, es ist einfach so, wenn man erfolgreich ist, dann geht man mit einem ganz anderen Selbstvertrauen an den Start und dann fährt man auch mit einem ganz anderen Selbstvertrauen im Feld. Man fährt mit anderen Selbstvertrauen durch Kurven. Meistens ist es wirklich so, dass wenn man gewinnt, wenn man erfolgreich ist, stürzt man relativ wenig. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass das Erfolg, Siege und bei Niederlagen und Stürze schon ein Stück weit zusammenhängen. Und das hatte ich immer wieder. Das sind Phasen, wo es extrem gut gelaufen ist. Also zum Beispiel 2011 bis 2013, wo ich wirklich auch im Zeitplan gerade auch Weltwitz war, dass ich da eigentlich größtenteils vom Stürzen verschont geblieben bin. Und gerade auch nach 2013, wo dann so diese Siegesserie im Zeitfahren abgebrochen ist, wo natürlich auch mental mit sich hadert, wie geht's weiter, schaffe ich es nochmal nach oben oder war das schon der Peak und nicht jetzt irgendwie schauen, dass ich mich jetzt vielleicht auch mit 2., 3. oder 10. Plätzen zufrieden gebe. Dass es da auch vermehrt auf jeden Fall zu Stürzen gekommen ist, dass ich auch mich von der Position im Feld nicht mehr so behauptet habe, wie es vorher war, weil ich einfach auch vielleicht nicht mehr dieses Selbstbild hatte, dass ich als Tony Martin einfach da fahren kann, wo ich will und dann dementsprechend natürlich auch die Ellenbogen ausgefahren habe. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt habe ich sowieso eine Abgrenzung dazu ein Stück weit gebraucht, weil ihn im Fernseher stürzen zu sehen, ist ja das eine. Und dann nochmal Wiederholung und nochmal Wiederholung und nochmal eine Zeitlupe, weiß ich nicht. Aber der komplett verschrammte und verletzte Toni, der kommt ja zu mir nach Hause. Und da gibt es auch ganz wüste Bilder, wie er mit der Mia, die ist, weiß ich nicht, die ist da noch nicht ein Jahr alt. Und er wirklich komplett verbunden, verkratzt, alles. Ihr da gegenübersteht. Und das sind natürlich überhaupt gar keine schönen Momente. Also das ist ganz klar. Und deswegen, ich glaube, so über die Jahre hat sich das so eine Abgrenzung da entwickelt. Und ich muss sagen, ein Sturz, der mich echt, und das war vielleicht auch, weil ich selber dann schon aufgehört hatte als Rennfahrer, der mich echt krass geschockt hatte, war der ja auch wahrscheinlich eine seiner weltbekanntesten Leistungen war, als er in dieses Schild Opi bei der Tour reingefahren ist. Da konnte er ja wirklich nichts dafür. Und da hat es den ja so derbe abgeräumt, da hätte auch sonst was passieren können. Und da habe ich echt mit offenem Mund vor dem Fernseher gesessen und dachte, hoffentlich ist das jetzt gut gegangen. Und dann hat man erstmal gar nicht so richtig gecheckt, so geht es ihm jetzt gut und wie sieht das aus, und konnte dann auch zum Glück auch weitermachen. Und, wenn man sieht, wie sein Kind so schwer stürzt, dann tut das auch am anderen Ende am TV tut das fast genauso weh. Natürlich. Das steckt man nicht so einfach weg. Also ich jedenfalls nicht. Mir war sehr bewusst, dass ich trotz der vielen Stürze auch immer wieder Glück hatte, dass ich immer wieder aufstehen konnte und mehr oder weniger heil auch wieder nach Hause gekommen bin. Aber mir war speziell nach den letzten Stürzen meiner Karriere immer bewusster geworden, dass ich vielleicht nicht immer dieses Glück haben würde, wieder nach Hause zu kommen. Wir haben leider genug negative Beispiele in der Vergangenheit gehabt und ich wollte es nicht meiner Familie antun, dass sie irgendwann ohne mich dasteht. Mit den letzten schweren Stürzen meiner Karriere ist das Bewusstsein immer mehr gewachsen, dass es vielleicht besser wäre, jetzt die Karriere zu beenden, bevor ich vielleicht irgendwann nicht mehr nach Hause komme. Also er hat einen riesen Respekt und er hat dann wirklich auch seinen Sport nicht nur in Deutschland extrem geprägt und vor allem auch also mit zu einer neuen und ja, noch größeren Größe sozusagen geschaffen.
Tony Martin ist ein sehr loyaler, zielstrebiger, manchmal sturer, wahnsinnig liebenswerter Mensch. Meine persönlichen Highlights waren schon der erste Weltmeisterschaft, also wo das erste Mal Weltmeister wurde. Ne? Und wo er auch, was sein Wunsch war, das erste Mal das gelbe Trikot bei der Tour de France, wo er die Etappe gewonnen hat, wo er alleine mitgefahren ist, wo er das erste Mal eine Tour de France-Etappe gewonnen hat. Und er sucht dann auch die Leute, die ihm das ermöglicht haben. Er ist sofort ins Ziel gefahren und hat geguckt, wo ich bin und hat mich umarmt. Das war emotional, war gut. Er hat es super gemacht und er hat sich immer in den Dienst seiner Mannschaft gestellt und ist nie irgendwie so, diesen Erfolgreichen rausgekehrt. Er hat zum Schluss, und da war ich noch viel stolzer, diesen Wasserträger gemacht oder Road Captain heißt es wohl. Er ist immer vorne gefahren. Ich sage, Gott, wie viele Kilometer will er denn nach vorne fahren? Aber ich habe ihn immer im Fernseher sehen können, das war immer gut. Yeah, I was very much looking up to him in my first few years as a professional and also before that. I was stoked to finally meet him and especially becoming his teammate in 2020. I also said it to him at the first training camp we had together, like, oh, I'm so happy to be your teammate now because I looked up to you for many, many years. And that was even after I won the Giro and I became also world champion time trial myself. But I still looked up to him like being this animal on the bike and especially on his time trial bike. So yeah, it was very cool. And I mean, he's such a polite and very friendly person that they say never meet your heroes, but with him that didn't count. Ja, mittlerweile bin ich 3 Jahre raus aus dem, ich nenne es immer Radsport-Zirkus. Und ich kann ganz klar sagen, ich bin mittlerweile vom Radsport-Profi zum Radsport-Fan geworden. Ich gucke sehr viel Radsport im Fernsehen oder wenn es es auch mal anbietet, auch gerne mal live und bin nach wie vor up to date, was Fahrer angeht, was Teamers angeht und freue mich auf jedes große Radsport-Event. Ich fühle mich mittlerweile extrem wohl in meinem normalen Leben. Ein Leben, wo andere vielleicht sagen, es ist ein langweiliges Leben. Ein Leben, wo ich mehrheitlich zu Hause bin, wo ich Zeit für die Familie habe, wo ich auch die Zeit sehr, sehr genieße mit meiner Familie, auch Zeit für meine Kinder zu haben, sie wirklich jetzt jeden Tag auch aufwachsen zu sehen, sie jeden Tag ins Bett bringen zu können, einen guten Nachtkuss zu geben. Das sind so für mich die Kleinigkeiten, die mir in meiner Karriere vielleicht unbewussterweise eher gefehlt haben. Aber diese Normalität, die gibt mir in meinem jetzigen Leben sehr viel Kraft. Für die Kinder war es natürlich grandios, dass er mehr da war. Und auch dadurch, dass Toni der hat ja von Anfang an einen Plan gehabt, was er jetzt macht und wie es weitergeht. Also so einen Durchhänger hat er gar nicht gehabt. Nichtsdestotrotz bin ich dem Radsport immer noch sehr, sehr verbunden. Nach meiner Karriere habe ich auf jeden Fall auch das Graveln lieben gelernt. Dieses Abseitssein von Straße, von Hektik, einfach in einer Natur sein, die kleinen Dinge in der Natur beobachten zu können oder auch die großen, wenn es vom Winter dann in den Frühjahr übergeht und alles blüht. Wenn man morgens so unterwegs ist, die Rehe über die Wege springen sieht. Das sind Dinge, für die hatte ich damals mit dem Fokus voll auf Ziele und Training. Dafür hatte ich vorher nie das Auge, aber mittlerweile habe ich das Auge dafür und bin sehr, sehr glücklich, dass ich mittlerweile diese Chance habe, das erleben zu dürfen. Mein Vater hat mir immer gesagt, dass ich das Zeug habe, dazu Radsportprofi zu werden. Und das hat sehr, sehr viel verändert in meinem Leben. Ich versuche meinen Kindern genau diese Werte weiterzugeben, dass sie alles werden können, was sie wollen, aber sie müssen hart dafür arbeiten.